herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und zwar auf ein Video, worauf einige von euch schon gewartet haben, beziehungsweise wo wir auch immer wieder Fragen zu bekommen, die hoffentlich durch das Video hier beantwortet werden. Und zwar dem ultimativen MHD-Guide. Wir haben das Ganze auch in einer nicht ganz aktualisierten Form bei uns im Shop als Blogpost. Wenn ihr es gerne lesen möchtet, schaut euch das an. Wenn ihr es gerne in Videoform haben wollt, dann schaut euch am besten das Video an. Ja, MHD-Begriff, den viele von euch, wenn sie sich mit Tuning oder Modifizieren von turbo aufgeladenen BMW-Motoren beschäftigen, sicherlich schon mal gehört haben, gelesen haben, irgendwo in Videos, wenn es auch von uns gesehen haben. MHD ist erstmal eine App, die nach dem Erfinder benannt ist. Marshall Hess DeVille. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Also die Initialen des Erfinders sozusagen bedeuten MHD. MHD ist eine Tuning-App, die es im Play Store oder im Apple Store gibt, die es ermöglicht, euer Fahrzeug leistungs zu steigern. Wie gesagt, turbo aufgeladene Benzinmotoren geht nicht für Diesel. Wir blenden hier mal eine Liste ein, für welche Motoren das alles gilt. Und die App ermöglicht es im Prinzip, das zu machen, was euer Tuner um die Ecke auch macht, nämlich ein anderes File, ein Tuning-File auf euer Steuergerät zu flashen bzw. zu beschreiben. Die App hat noch einige Features mehr und wir wollen euch heute mit dem Video einfach mal mitnehmen, was kann die App alles, was für Besonderheiten gibt es, wie läuft das Ganze ab, worauf müsst ihr achten. Wir gehen so ein bisschen vielleicht auch auf die Fragen ein, die uns häufig gestellt werden zu dem Thema etc. Als erstes gehe ich mal auf diese Teile hier ein. Das ist sozusagen die, wenn man so will, Voraussetzung, um dieses Tuning überhaupt machen zu können oder durchführen zu können. Das sind die Adapter, die in die OBD-Schnittstelle von eurem Fahrzeug eingesteckt werden und dann ein WLAN-Netzwerk aufbauen, mit dem ihr euch mit eurem Handy verbinden könnt und damit eben überhaupt erst die Verbindung zwischen Handy und Fahrzeug ermöglicht wird. Da gibt es zwei verschiedene aktuell. Das ist einmal der orangene, kleinere, der ist für E-Serien-Fahrzeuge, also ungefähr bis Baujahr 2012, je nachdem was für ein Auto. Und der schwarze, der ist für F-Serien-Fahrzeuge und G-Serien-Fahrzeuge. Wie gesagt, ihr habt eben die Liste gesehen, welche Fahrzeuge es betrifft und da anhand dessen könnt ihr sehen, ob eben der orangene oder der schwarze benötigt wird. Die könnt ihr natürlich bei uns im Shop kaufen und das ist erstmal die erste Voraussetzung, um eben MHD zu nutzen. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ans Fahrzeug, zeigen euch, wo wir das Ganze einstecken. Wir können es natürlich nur an einem Auto zeigen, wo der OBD-Port ist aber eigentlich bei den meisten Autos gleich. Zur Not halt da einfach nochmal Google benutzen. Sieht man aber oder findet man recht schnell, wo der OBD-Port sich versteckt. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal ins Auto. So, jetzt sind wir am Auto. Ich habe jetzt hier den schwarzen Adapter, weil wir hier an einem M2 Competition mit dem S55 Motor sind, also F-Serie. Wie gesagt, Grundvoraussetzung, um das Ganze jetzt zu beginnen, ist eben ein eingesteckter schwarzer Adapter bzw. orangener Adapter in den OBD-Port. Hier beim M2 Competition befindet sich der OBD-Port hier am Armaturenbrett. Bei den E-Serien ist es meistens eine Buchse, da wird so eine Abdeckung, muss entfernt werden über dem Hebel für die Motorhaube. So, am besten ertastet ihr, wie rum der Adapter reinkommt. Jetzt hier bei der F-Serie ist es quasi so, dass die schmalere Seite in Richtung Beifahrer zeigen muss. Und dann steckt ihr den Adapter erstmal ein. Das ist erstmal sozusagen Grundvoraussetzung für alle Funktionen. Und was die Funktionen sind, das zeigen wir euch gleich. So, wie gesagt, Vorbereitung ist, dass der OBD-Stecker im Auto steckt. Beziehungsweise ich fange jetzt mal an, euch zu erklären, was ihr eigentlich schon vorbereitend für einen Flash oder generell das Verwenden der MHD-App, zu Hause machen könnt. Dazu benutzt ihr euer Handy. Ich habe jetzt hier ein iPhone. Geht einfach auf den App Store, sucht da eben nach MHD. Hier findet ihr jetzt verschiedene Programme, je nachdem welches Fahrzeug ihr besitzt.
Wir sind jetzt hier in einem, wie gesagt, in einem F87, also F-Serie. Für F- und G-Serie gibt es eine App. Bei der E-Serie, da ist es nochmal unterschieden in N54 und N55. Genau, also das heißt, ihr müsst hier dann erstmal die richtige App auswählen und die runterladen. Die App ist erstmal kostenlos, da müsst ihr nichts bezahlen, nichts machen. So, wir laden die jetzt mal hier runter. Ich habe sie eben schon heruntergeladen, deswegen brauche ich sie nur öffnen. Und was ihr jetzt auch noch zu Hause, ohne das Auto vor Ort zu haben oder im Auto zu sitzen, machen könnt, ist, ihr könnt euch einen Account anlegen. Wir sehen jetzt hier schon, wir haben einen Account für Anne in dem Fall hier, für unsere E-Mail info@55parts. Wenn ihr eben jetzt noch keinen Account habt, dann würde hier irgendwo stehen, legt einen Account an oder Register, wie auch immer. Und ich denke, das brauche ich euch jetzt nicht zu zeigen. Da tragt ihr halt eure Daten ein, könnt dann, glaube ich, auch auswählen, ob über Google sich eingeloggt werden soll oder über Apple. Ich denke, das kennt man von den meisten Apps. Also das ist was ihr von zu Hause im Vorfeld schon mal machen könnt. Weil grundsätzlich ist es so, MHD hat ein paar Funktionen, die zeige ich euch gleich, die kostenlos sind, wo ihr auch keinen Account braucht. Um aber die kostenpflichtigen Optionen zu nutzen oder Funktionen, braucht ihr einen Account. Und auf den Account wiederum werden dann eure Lizenzen draufgeschrieben oder festgesetzt. Ihr könnt dann also, um für euren Account eine Lizenz zu aktivieren, im MHD Store oder bald dann auch bei uns eventuell die Lizenz kaufen. Da gibt es verschiedene Lizenzen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, zeige euch vielleicht mal die MHD-Webseite, wo das eben aufgeteilt ist in die verschiedenen Lizenzpakete. Und ihr müsst dann einen Gutscheincode, den ihr bekommt, also es ist einfach eine Buchstaben-Zahlen-Kombination, die bekommt ihr von MHD zugesendet, wenn ihr dort die Lizenz kauft. Und die müsst ihr dann hier aktivieren. Wie das funktioniert, das zeige ich euch auch gleich nochmal, weil dafür müsst ihr wiederum am Auto sein. So, wie gesagt, wenn ihr jetzt das alles durchgeführt habt, also den Account gemacht habt, beziehungsweise die passende App heruntergeladen habt, dann seid ihr soweit schon vorbereitet. Jetzt könnt ihr, oder ich zeige euch als erstes mal die kostenfreien Funktionen von MHD. Dafür müssen wir uns jetzt mit dem Auto verbinden. Um euch mit dem Auto zu verbinden, muss die Zündung von dem Auto an sein. Das heißt, ich drücke jetzt hier einmal den Zündungsknopf. Dann sollten eigentlich alle Lampen leuchten, wie ihr das jetzt seht. Also hier Motorkontrollleuchte, bei mir leuchtet jetzt eine Handbremse, Motorhaube ist offen, bla bla bla. Also das Licht sollte an sein, die Motorkontrollleuchte sollte leuchten. Und das ist jetzt der Status, in dem euer Auto sein muss, damit ihr MHD benutzen könnt und euch mit eurem Handy auch mit MHD verbinden könnt. So, jetzt wechseln wir hier mal in die Einstellungen, in das WLAN-Menü. Und wir sehen jetzt hier schon, dass hier zwei MHD-Netzwerke da sind. Das eine ist mein Ethanol-Sensor. Dazu gibt es noch ein anderes Video, das können wir euch mal einblenden. Und das andere ist der MHD Wi-Fi-Dongle. Das ist jetzt hier oben der MHD-4C6A. So, jetzt können wir uns hier mit dem MHD-Dongle verbinden, indem wir dort draufdrücken. Ich habe jetzt das Passwort hier schon gespeichert, ansonsten steht das Passwort auch auf dem MHD-Stecker drauf. Wir haben ja hier noch einen, können das mal kurz zeigen. Hier gibt es das Wi-Fi-Passwort. Ganz wichtig, deswegen auch die Info, dass ihr zum Beispiel den Account zu Hause vorher anlegt. Da braucht ihr eben Internet und wenn ihr jetzt mit dem WLAN verbunden seid, dann hat euer Handy kein Internet mehr, weil es ja mit dem WLAN verbunden ist, was auf das Fahrzeugnetzwerk zugreift über die OBD-Schnittstelle und deswegen natürlich kein Internet besteht. Noch eine wichtige Sache, das sage ich aber vielleicht auch nochmal, wenn es um die Flash-Funktionalität geht. Habt ihr CarPlay in eurem Auto, dann wählt das CarPlay aus und stellt das Netzwerk auf Ignorieren. Weil aus irgendeinem Grund die iPhones zum Beispiel, die sind so gepolt, dass sie CarPlay-Netzwerke immer bevorzugen. Und wenn ihr jetzt hier das Netzwerk nicht ignoriert, wie es gerade bei mir der Fall ist, dann will der die ganze Zeit wieder auf das WLAN-Netzwerk vom CarPlay wechseln. Und das kann dann manchmal für Fehlfunktionen sorgen. So, jetzt wechseln wir mal wieder in die App und fangen mal an,
die eigentliche App zu erklären und die Funktionen der App. Wichtig noch als kleiner Hinweis, wenn ihr ein Datendisplay habt oder irgendwas anderes, was auf euren CAN-Bus zugreift, also zum Beispiel eine Auspuffklappensteuerung oder irgendwelche anderen Steuerungen, die eben an eure CAN-Bus-Leitung angeschlossen wurden, dann müsst ihr diese aktivieren. Weil da kann es passieren, dass das Display hier auf euer CAN-Bus-Netzwerk zugreift und eben auch der MHD-Dongle und dann kommen die sich in die Quere. Deswegen ganz wichtig, das Display immer sperren. Dazu am besten einfach mal in die Anleitung schauen vom Display. Es gibt ja auch verschiedene, die haben eigentlich alle die Möglichkeit, das Display zu sperren, sodass nicht mehr auf den OBD-Port zugegriffen wird von dem Display. So, wenn ihr das gemacht habt, mit WLAN verbunden seid, dann könnt ihr jetzt hier loslegen und dann kommen wir jetzt, wie gesagt, mal zu dem Funktionsumfang der App. Wir fangen mal ganz rechts an, das ist der Fehlerreiter. Das ist grundsätzlich der Funktionsumfang, der auch ohne einen Account völlig kostenfrei nutzbar ist. Ihr braucht natürlich den MHD-Adapter, wenn ihr euch mit eurem Fahrzeug verbinden wollt und hier die Fehlerspeicher auslesen bzw. löschen wollt. Das heißt, den müsst ihr euch schon kaufen, aber die Funktionalität an sich ist dann kostenlos. So, wir können jetzt hier den Fehlerspeicher lesen. Wir haben jetzt hier 2 Fehler, dass es eine Ruhestromverletzung gab. Scheinbar ist hier irgendwas im Auto, was Strom zieht. Müssen wir uns mal anschauen, aber spielt jetzt hier für das Video keine Rolle. Hier in dem Fehlerspeicher können wir hier oben sehen, was die aktiven Codes sind. Also hier gibt es eben eine Ruhestromverletzung. Wir können die Shadow Codes sehen. Das ist also ein Code, der sozusagen nur im Hintergrund aktiv ist. Der spielt im Regelfall keine große Rolle. Dann können wir hier auch die Fehlercodes vom Getriebe sehen und haben dann weiter unten noch so ein paar Informationen, wie ist die aktuelle Voltzahl, was für eine MHD-Version nutzt ihr gerade, was ist die Fahrgestellnummer des Fahrzeuges und könnt hier unten nochmal so ein paar grundsätzliche Statusinformationen zu eurem Steuergerät sehen. Ganz unten seht ihr zum Beispiel auch, wie oft schon geflasht wurde. Jetzt hier im Beispiel von dem M2 Competition wurde eben 7-mal geflasht. Wir können jetzt hier mal den Fehlerspeicher löschen. Wie gesagt, das ist völlig kostenfrei. Das könnt ihr einfach so benutzen, wenn ihr eben den MHD-Dongle habt. Und ja, wie wir sehen, tauchen die Fehlercodes nicht nochmal auf mit der Ruhestromverletzung und alles ist gut. Wir können hier auch eine Fehlercode-Historie anzeigen. Das ist auch ganz cool. Wenn ihr also den Fehlerspeicher irgendwann mal ausgelesen habt, dann würden hier eben die angezeigten Fehlercodes drinne stehen. Also alles, was jemals quasi ausgelesen wurde, wird dann hier gezeigt. So, dann gehen wir mal zurück in den Reiter Fehler, bleiben wir da mal. Hier haben wir jetzt noch die Möglichkeit, Adaptionen zurückzusetzen. Da der Hinweis, setzt bitte nicht Adaptionen zurück, weil ihr irgendeinen Fehler in eurem Auto habt. Grundsätzlich ist es so, dass die Adaptionen eine wichtige Regelungsmöglichkeit des Steuergeräts sind. Und da sollte man nicht einfach, ohne zu wissen, was man macht, die Adaptionen zurücksetzen. Es kann möglich sein, dass die Adaptionen mal zurückgesetzt werden müssen, wenn ihr eine bestimmte Map habt, wenn ihr irgendwelche Fehler habt. Das kann schon möglich sein. Aber das einfach so zu machen, weil ihr denkt, es ist notwendig, da solltet ihr euch lieber im Vorfeld informieren. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch eine Batterie anlernen. Wenn ihr die Batterie wechselt, ist es bei BMW ja immer notwendig, die zu registrieren, nicht anzulernen. Und könnt halt hier verschiedenste andere Dinge zurücksetzen, wie zum Beispiel die Lambda-Regelung, die Drosselklappen etc. etc. Was ich euch nochmal zeigen wollte, wie es in der iOS-Funktionalität möglich ist oder in dem iOS-Betriebssystem, dass ihr mit dem Wi-Fi-Dongle verbunden seid, das Handy aber trotzdem Internet benutzt. Also das heißt, dass ihr dem Handy sozusagen die Information gebt, benutze das WLAN, aber für Internet benutze bitte trotzdem das mobile Netzwerk. Und zwar geht ihr dafür in eure Einstellungen auf das WLAN-Menü. Ich
Ich bin jetzt hier schon verbunden. Das müsst ihr auch einmal machen, bitte. Einmal mit dem MHD-Netzwerk verbunden, mit dem Dongle. Jetzt könnt ihr hier auf das i drücken und seht jetzt hier unten in dem Menü IPv4-Adresse, dass die IP auf automatisch steht. Und ihr müsst die IP jetzt einmal manuell vergeben und damit könnt ihr dann weiterhin im Internet surfen, WhatsApp-Nachrichten empfangen etc., trotz dass ihr mit dem MHD-Adapter verbunden seid. Und zwar müsst ihr euch einmal hier die IP-Adresse kopieren oder merken, aufschreiben, wie auch immer. Und die Teilnetzmaske bleibt auch so, wie sie hier beschrieben ist. Also 3x255 mit Punkt dazwischen und 0. Jetzt gehen wir hier auf IP-Adresse konfigurieren, wählen die manuell aus, fügen jetzt hier unsere eben kopierte IP ein. Und hier dann eben 3x255.0. So, das sichern wir und das war's jetzt schon. Also das reicht jetzt aus, damit wir zwar mit dem WLAN verbunden sind, wie ihr seht, aber das Handy zeigt trotzdem oben LTE an und benutzt eben das mobile Internet für alle Sachen, die Internet benötigen. Das könnt ihr ganz am Anfang auch machen am besten, also diese Einstellung, weil dann könnt ihr das mit den Lizenzen auch besser verwalten. Dann braucht ihr nicht ständig WLAN an- und auszumachen. Das nur noch mal als Info nebenbei. Und jetzt kommen wir zu den 3 weiteren Funktionen. Einmal der Funktion Tune, Stock und Monitor. Das sind jetzt Funktionen, die eben kostenpflichtig sind. Ihr könnt, das zeigen wir mal ganz kurz, bei MHD okay, jetzt muss ich halt, genau das passiert natürlich öfter, WLAN nochmal ausmachen, weil er, wie ich eben schon gesagt hatte, jetzt über das WLAN eben versucht, aufs Internet zuzugreifen. Ihr könnt, wenn ihr das wollt, empfehlen würde ich das nicht, hier auch verschiedene Module kaufen. Also grundsätzlich ist MHD modular aufgebaut. Das heißt, ihr könnt zum einen eine Superlizenz kaufen, die könnt ihr auch gerne, wie gesagt, bei uns kaufen, einfach melden. Da ist dann alles mit drinne, alle Maps, was das bedeutet, sage ich auch gleich nochmal. Alle Funktionen, die MHD hat, sozusagen erhaltet ihr mit dieser Superlizenz. Ihr könnt aber auch eine einzelne Flasher-Lizenz kaufen. Ihr könnt die einzelnen Maps einzeln kaufen, was das heißt. Wie gesagt, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Oder auch die Monitor-Lizenz einzeln. Empfehlen würde ich das nicht, das einzeln zu kaufen. Die Kosten für MHD sind extrem gering im Vergleich zu Tunings beim Tuner des Vertrauens, sage ich mal. Und von daher kauft euch einfach die Superlizenz, da sind alle Funktionalitäten mit drinne, dann habt ihr keine Bauchschmerzen, könnt alles nutzen, wie es gedacht ist. Und aus meiner Sicht ist das einfach die beste Option. Und hier zum Beispiel im N54 für 300 € plus 80 € für den Adapter ist meiner Meinung nach so günstig. Da solltet ihr nicht lange überlegen. Okay, wie gesagt, wenn ihr jetzt diese Superlizenz gekauft habt, kriegt ihr von MHD eine Mail mit diesem Voucher-Code, Buchstaben-Zahlen-Kombination. Und um dann eben die kostenpflichtigen Funktionen zu nutzen, müsst ihr hier bei My Licenses den Lizenzcode eingeben. Hier zum Beispiel sagt er jetzt schon, ich war ja eben mit dem Auto verbunden, dass ein Unlock required ist. Das ist nochmal ganz wichtig, das haben wir eben nicht gesagt. Das ist eine sehr wichtige Information. Bei Fahrzeugen, ich glaube ab Baujahr 2020, das können wir auch nochmal einblenden, ab wann das losgeht, da kann es zum Teil notwendig sein, dass ihr, bevor ihr etwas flashen könnt, das Steuergerät einmal unlocken müsst, also entsperren müsst. Da könnt ihr euch an uns wenden oder an MHD selber, an verschiedene andere Tuner, die das können. Es macht aber Sinn, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob euer Fahrzeug eben geunlockt werden muss, dass ihr das mit MHD prüfen könnt. Das heißt, ihr könnt euch den Adapter kaufen, ladet die App runter, und das zeige ich nochmal ganz kurz, könnt dann hier bei Tune den Unlock-Check machen. Dieser Unlock-Check, der ist auch kostenfrei. Also da müsst ihr nichts kaufen, keine Lizenz vorher kaufen. Ihr könnt im Vorfeld prüfen, ob dieser Unlock benötigt wird oder nicht. Ich zeige das jetzt mal ganz kurz. Ich verbinde mich mal wieder mit dem WLAN. Und mache die Zündung an, die ist zwischenzeitlich mal wieder ausgegangen. Und mache jetzt hier den Unlock-Check. So, und dann sagt er jetzt hier,
a bench unlock at a local tuner shop or some of our partners is needed. Ja, das sagt er hier immer, wie hier unten drunter auch steht, attention, if bench unlock was already done, please ignore this message. Also das heißt, wenn ihr schon einen Unlock gemacht habt, das ist jetzt bei meinem Fahrzeug der Fall, mein Fahrzeug brauchte einen Unlock, dann steht hier trotzdem drin, es wird nochmal ein Unlock benötigt. Wir haben ihn aber schon durchgeführt. Also das heißt, wenn ihr das seht, wie hier bei mir jetzt, dann bedeutet das, und ihr habt eben keinen Unlock durchgeführt, dann bedeutet das, wendet euch an uns, wendet euch an euren Tuner um die Ecke des Vertrauens, wendet euch an MHD, um eben euer Steuergerät unlocken zu lassen. Erst dann könnt ihr den vollen Funktionsumfang von MHD nutzen. So, wenn ihr jetzt die Superlizenz gekauft habt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, kriegt ihr diesen Voucher-Code. Dann könnt ihr den hier unter My Licenses einlösen. Das ist nochmal ein ganz guter Hinweis. Das ist manchmal so ein bisschen verwirrend, finde ich, weil MHD, die App, benötigt ja die Internetverbindung, um abzugleichen, ob euer Account für die jeweilige Fahrgestellnummer freigeschaltet ist. Also ob ihr quasi eine Superlizenz oder irgendeine andere Lizenz für die Fahrgestellnummer eures Autos gekauft habt. Und dafür wird ja Internet benötigt, weil MHD hat eine Datenbank, da steht halt einfach drinne, der Account von uns zum Beispiel, Info@55parts, hat eine Superlizenz für dieses Fahrzeug gekauft. Das auch nochmal als ganz wichtige Information. Ihr könnt jetzt nicht einmal MHD kaufen für 500 € und damit irgendwie all eure Autos oder die Autos eurer Kumpels flashen. Nein, ihr müsst natürlich jedes Mal die Superlizenz für das jeweilige Fahrzeug kaufen. Und wie ihr hier oben seht, was da hier so durchläuft, wird eben einmal über den OBD-Dongle die Fahrgestellnummer ausgelesen und ihr müsst dann hier über Activate New License Key den Voucher-Code eingeben und dann wird eben die Superlizenz, die ihr gekauft habt, mit der Fahrgestellnummer gekoppelt. Hier kann es teilweise notwendig sein, dass ihr das WLAN dann zwischendurch mal ausschaltet. Ihr müsst euch quasi einmal mit dem Auto verbinden, dann liest hier die MHD-App die Fahrgestellnummer aus. Danach könnt ihr das WLAN wieder ausschalten oder eben den Adapter rausziehen, wie auch immer, und könnt dann den Voucher-Code mit der zuletzt ausgelesenen Fahrgestellnummer koppeln. Ja, das ist ganz wichtig, ist manchmal so ein bisschen verwirrend, weil man eben mal Internet braucht, mal braucht man eben das WLAN vom Auto. Am einfachsten ist es, ihr verbindet euch einmal, lest die Fahrgestellnummer aus, macht dann das WLAN aus und aktiviert dann eben die Lizenz über das Internet. Man sieht jetzt hier bei uns sind halt einige Fahrgestellnummern drinne, für die wir die Superlizenzen haben. Das liegt halt daran, dass wir MHD-Händler sind. Wenn ihr jetzt also die Lizenz aktiviert habt, ihr habt euch einen Account gemacht, habt die Superlizenz gekauft, habt die wie gesagt aktiviert, dann seid ihr eigentlich startbereit. Dann könnt ihr alle Funktionen, wenn es die Superlizenz war, von MHD nutzen. Jetzt fangen wir mal an, den Reiter Tune zu erklären. Grundsätzlich ist MHD, wenn man so will, also es ist zwar eine Tuning-Lösung, aber im Kern bedeutet MHD, ich kann mein Auto mit einer Map flashen. Das muss jetzt nicht unbedingt eine MHD-Map sein. MHD hat eigene Maps, die sie mit verschiedenen Tunern weltweit entwickeln für verschiedene Autos. Und die könnt ihr eben mitkaufen. Das ist das, was ich meinte mit den Lizenzen. Kauft ihr eine Superlizenz, erwerbt ihr damit die Lizenz, euer Auto zu beschreiben, zu flashen. Ihr erwerbt alle Maps, also alle Abstimmungen, die es von MHD für euer Auto gibt, für euren Motor. Und ihr erwerbt auch die Lizenz, das Monitormodul zu nutzen. Das ist also quasi die Kopplung von diesen ganzen Elementen. Und ihr könnt aber auch, wenn ihr das möchtet, das machen einige Tuner, einfach nur die Flash-Lizenz benutzen und eure eigene Map, die ihr geschrieben habt, hier mit flashen. Das geht natürlich auch. Wenn ihr aber eben die MHD-Maps fahren wollt, was wir empfehlen, weil die MHD-Maps einfach extrem gut getestet sind und ein extrem breites Feld haben. Ihr müsst euch vorstellen, MHD hat, glaube ich, mittlerweile, 50.000, 60.000 Nutzer, wenn das reicht. Und das heißt, von jedem, der jetzt irgendwie Probleme hat, kriegt MHD ja das Feedback und verbessert diese Maps dann wiederum. Und einen so breiten Kundenstamm habt ihr bei keinem Tuner der Welt, würde ich mal behaupten. Und deswegen sind halt aus unserer Sicht diese MHD-Maps mit das Beste, was man eben kaufen kann, wenn es in einem Bereich ist, der von den MHD-Maps abgedeckt wird. Genau, also fangen wir an. Flashe eine MHD-Map. Wenn ihr das machen wollt, drückt ihr hier drauf. Dann kontaktiert die App eben wieder das Auto, guckt, ob alles soweit richtig ist.
Und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, je nachdem wieder welche Lizenzen ihr gekauft habt, die verschiedenen MHD-Maps zu flashen. Wir haben hier oben erstmal die Möglichkeit, zwischen Octan und RON umzustellen. Octan ist die genormte Angabe oder Octane aus den USA. Da werden die Oktanzahlen etwas anders dargestellt. Und RON ist quasi unsere Norm, die deutsche Norm für Octan. Das heißt, am besten stellt ihr RON ein, wenn ihr das sehen wollt, was bei uns in Deutschland eben relevant ist. Also Hintergrund ist wir können hier verschiedene Maps für verschiedene Spritsorten flashen. Ja? Zeige ich aber gleich nochmal, oder sieht man ja schon. Wir haben jetzt hier oben die Stage 0, die wir flashen können. Stage 0 ist also einfach die Serienmap. Dann haben wir die Möglichkeit Stage 0 Plus. Das sind jetzt hier die OEM-Style-Maps. Das heißt, es gibt ja den GTS, den M4 GTS, der hat 500 PS. Oder den M4 oder M3 CS, der hat 460 PS. Und die könnte man jetzt hier auch noch flashen. Die GTS-Map ist eigentlich eine ganz gute Option für die Rennstrecke, wenn ihr das wollt. Noch besser ist übrigens unsere Track-Map. Und dann jetzt hier bei Stage 1, da geht's dann eben los, dass es sich wirklich um getunte Maps oder leistungssteigernde Maps handelt. Wenn ihr wissen wollt, was die einzelnen Maps an Leistung macht, schaut da bitte mal bei MHD rein, weil es halt sehr viele Motoren sind, sehr viele Maps gibt und die Leistung variiert ja je nachdem welche Stage, je nachdem welcher Sprit gefahren wird. Wenn ihr jetzt also Stage 1 hier flashen wollt, dann könnt ihr hier unten nochmal auswählen, welchen Sprit ihr habt. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich ja einmal drauf gekommen. Also das heißt, ihr habt 95, das wäre normal Super, 98 Super Plus, 102, das normale 102 von Aral, E30 wäre 30% Ethanol im Tank. Was es damit auf sich hat, schaut gerne mal in das Video zum Ethanolsensor bei uns rein. Oder E85, das wäre dann auch diese sogenannte Flex Fuel Map. Auch da schaut euch mal das Video zum Ethanolsensor an, da gehe ich da genauer drauf ein. Und diese Option habt ihr eben bei allen Stages, die es eben gibt. Also Stage 1, 2, 2 Plus. Was es damit auf sich hat, wie gesagt, schaut da mal in die MAD-Beschreibung rein. Stage 1 ist eigentlich immer eine Map, die ihr fahren könnt auf einem Auto, ohne irgendwas an eurer Hardware zu verändern. Ihr braucht keinen geänderten Ladeluftkühler, keine geänderte Downpipe. Ihr könnt alles Serie lassen und die Map einfach fahren. Stage 2 ist dann eben meistens eine Stufe, wo mindestens eine Hardware umgebaut werden muss. Jetzt hier in dem Fall eben werden geänderte Downpipes empfohlen beim S55. Und Stage 2 Plus hier bei S55 reicht sogar auch die geänderten Downpipes. Beim N54 ist eine Stage 2 Plus zum Beispiel, braucht Ladeluftkühler, Downpipes und das war's, glaube ich, eigentlich. So, dann haben wir hier beim S55 noch die Besonderheit, dass wir auch den Getriebeflash ändern können. Also können hier quasi einen CS-Style einflashen. Das geht aber nur bei DKG-Autos. Bei anderen Autos habt ihr diese Option nicht. Und was ihr dann hier unten noch machen könnt, was jetzt ganz neu ist, das zeige ich euch auch dann später nochmal. Wie gesagt, das Video wird sehr lang, aber es ist halt ein ultimativer Guide. Wir erklären alles zur MHD. Wir können eben auch hier unten auswählen, wenn wir innerhalb einer Stage 2 oder Stage 1 sind, können wir quasi verschiedene Map-Slots belegen. Wie man die wechseln kann, zeige ich euch gleich. Und können dann verschiedene Spritsorten sozusagen hinterlegen. Also ihr könntet jetzt sagen, ihr flasht Stage 2 Plus und habt jetzt auf Map-Slot 1 95 Oktan. Wenn ihr eben im Urlaub seid, keine Ahnung, wollt eben nur 95 tanken und könnt dann mit einem Knopfdruck, ohne neu zu flashen, auf eine 102-Variante wechseln. Und könnt gleichzeitig, wenn ihr das wollt, sogar hier über einen Regler sozusagen die Power einstellen. Also ihr könnt quasi sagen, ich möchte Stage 2 Plus E30, also die stärkste Map ist das eigentlich, die es hier gibt, und die will ich aber auf 80% gedrosselt. Diese Option habt ihr hier. Wenn ihr jetzt eine dieser Maps flashen wollt und euch entschieden habt, welche Map zu eurem Auto passt, beziehungsweise welche Leistung ihr fahren wollt und auch welchen Sprit ihr tanken wollt, könnt ihr auf die jeweilige Stage draufklicken und habt jetzt hier zum einen die Möglichkeit, den Map-Flash zu starten und
Flash-Optionen einzustellen. Wir gehen jetzt, weil wir ja einen ultimativen Guide machen wollen wir auch auf die Flash-Optionen nochmal eingehen. Es ist jetzt hier so, wir haben ja jetzt hier einen S55 M2 Competition. Hier gibt's teilweise andere Flash-Optionen als bei anderen Fahrzeugen. Wir blenden euch jetzt hier irgendwo nochmal eine Datenbank ein, die wir auch ein bisschen länger zeigen, wo wir wo MHD mal innerhalb einer Tabelle verschriftlicht hat, welche Flash-Optionen bei welchen Fahrzeugen verfügbar sind. Ich denke, das gibt einen ganz guten Überblick. Um aber trotzdem auf die Flash-Optionen, die es gibt, einzugehen, zeigen wir euch das hier nochmal anhand des Beispiels S55. Also als erstes haben wir hier die MHD Plus Suite Einstellungen, die sind jetzt ganz neu. Da gibt's hier die Möglichkeit, einen sogenannten Ethanol Content Analyzer auszuwählen. Ich habe jetzt hier den MHD Ethanol Content Analyzer eingebaut. Ihr habt jetzt hier auch noch die Möglichkeit, verschiedene andere Ethanolsensoren einzubinden. Wenn ihr keinen habt, wählt ihr einfach None aus oder halt den MHD Analyzer, den bekommt ihr bei uns im Shop. Was es damit auf sich hat, habe ich schon ein paar Mal zitiert, könnt ihr in einem anderen Video von uns sehen. Dann gibt es die Möglichkeit, Anti-Lag zu aktivieren. Anti-Lag ist eine Funktionalität, mit der ihr ähnlich wie ein Launch Control Start während der Fahrt den Turbolader vorspulen könnt, nenne ich mal. Also das heißt, ihr fahrt, die Drehzahl bleibt gleich, ihr drückt einen Knopf, gebt Gas, der Turbolader baut Druck auf und in dem Moment, wo ihr den Knopf loslasst, zieht das Auto sofort quasi mit einem bestimmten Ladedruck los. Das ist diese Anti-Lag-Funktion. Die funktioniert auch im Stand zum Teil. Auch da wieder je nach Auto. Also ihr könnt das auch im Stand nutzen, um eine, ich nenne es mal, verbesserte Launch Control zu haben. Macht allerdings meistens nur Sinn bei geklebten Strecken oder ähnlichem, weil ansonsten die Reifen sowieso komplett durchdrehen, je nach Leistung natürlich. So, dann habt ihr hier die Möglichkeit, generelle Einstellungen zu setzen. Ihr könnt zum einen hier das Exhaust Setup einstellen, sprich hiermit ist gemeint, was für Downpipes habt ihr verbaut. Sind es Aftermarket Downpipes, also Downpipes vielleicht ohne Katalysatoren oder Stock Downpipes. Diese Einstellung, da tun sich manche auch so ein bisschen schwer, weil sie nicht genau verstehen, was hat das für eine Auswirkung. Eigentlich ist diese Einstellung größtenteils dafür da, wenn Serien-Downpipes verbaut sind, dann setzen diese Autos einen sogenannten Readiness Code. Dieser Readiness Code, der wird bei eurer AU abgefragt. Den könnt ihr auch in diesem Fehlerspeicher Print Screen sehen. Und wenn ihr jetzt Aftermarket Downpipes verbaut habt, dann wird dieser Readiness quasi einfach unterdrückt und es wird auch eine Fehlermeldung unterdrückt, die halt kommen würde, weil kein Cut verbaut ist. Wenn ihr aber sowieso Serien-Downpipes habt, dann könnt ihr das auswählen und dann wird das Auto diese ganze AU-Geschichte genauso prüfen wie im Serie. Und dann wird der Readiness-Code auch gesetzt. Deswegen könnt ihr hier wählen, was für Downpipes ihr eben verbaut habt. Also das heißt, hier braucht man jetzt auch nicht irgendwie denken, man tut was Gutes, wenn man das eine oder das andere wählt. Wählt einfach das, was ihr verbaut habt und dann seid ihr gut aufgestellt. Dann könnt ihr hier mit einem Haken den VMAX-Limiter rausmachen. Ich denke, das ist selbsterklärend. Und könnt hier jetzt neu auch die Maximalwerte für eure Sportanzeigen im Navi umstellen, dass die quasi auch auf die jeweilige Leistung angepasst werden. So, dann gibt's hier die Funktion, die auch viele Fragen aufwirft, die viele von euch benutzen. Die einen finden sie nervig, die anderen finden sie ganz toll. Das sogenannte Exhaust Burble, das ist dieses typische Knallen beim Abtouren, wenn ihr vom Gas geht. Das kann ich hier ein- oder ausschalten und kann dann hier verschiedene Optionen wählen. Zum einen, also die Dauer dieses Burbles kann ich beeinflussen, hier mit einem Schieberegler. Maximale Dauer wären 2,5 Sekunden, das heißt, nach dem vom Gas gehen würde das Auto 2,5 Sekunden dieses Knallen erzeugen. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, die Dauer
zu ändern, je nachdem, in welchem Fahrmodi ich mich befinde. Entweder die Base ist quasi, dass das Burble in dieser Dauer immer dann oder immer quasi, also 2,5 Sekunden würde es jetzt immer dauern, egal in welchem Fahrmodi ich mich befinde. Und Sport könnte ich jetzt einstellen, wenn ich auf Sport schalte, dass er dann eben länger braucht. Oder er soll auf Sport kürzer brauchen. Das ist halt je nachdem, wie man es gerne möchte. So, dann habe ich hier die Möglichkeit, die Aggressivität einzustellen. Das bedeutet also, wie laut das Auto knallt. OEM-Style, also das heißt, das Auto macht das schon in der Serie leicht. Man hört das, gerade wenn man Serienauspufanlage fährt, nicht ganz so wirklich laut. Wenn man jetzt eine andere Auspuffanlage fährt, dann wird das jeder von euch kennen. Gerade so ein M4, M2, die machen das relativ laut in der Serie, die M-Modelle. Das wäre OEM-Style. Dann gibt's halt Soft, das ist ein bisschen lauter, Medium und Hard. Und ja, früher gab's mal Aggressive, jetzt scheinbar nicht mehr. Dazu vielleicht nochmal, da fragen uns ganz, ganz viele Leute immer, schadet das meinem Auto? Grundsätzlich ist dieses Knallen sicherlich nicht gut fürs Auto. Das kann man mal, würde ich sagen, allgemein so festhalten. Wenn ihr allerdings mal einen TT-RS, einen RS3 oder auch die neueren M5 etc. gefahren seid, die machen das alle in der Serie schon sehr, sehr laut, obwohl sie teilweise 4 Cuts noch OPFs haben etc. Sprich, BMW wird das nicht einprogrammieren, wenn dadurch extreme Schäden auftreten. Was ich damit sagen will, wenn ihr es hiermit nicht übertreibt, dann ist da im Regelfall nicht mit Schäden zu rechnen. Allerdings, wenn ihr eurem Auto halt irgendwie das Allerbeste antun wollt oder halt ihm nichts Schlechtes antun wollt sozusagen, dann solltet ihr es wahrscheinlich komplett abschalten, weil der Cut, also das funktioniert ja so, dass Benzin weiter eingespritzt wird, die Zündung nach ganz hinten verstellt wird, können wir vielleicht mal ein anderes Video zu machen, und dadurch explodiert eben das Gemisch, was eigentlich im Brennraum explodieren soll, explodiert halt etwas weiter hinten und dann hört ihr halt dieses Knallen. Und das ist natürlich für Auslassventile, für die Downpipe, für den Cut, für den Turbolader nicht sonderlich toll, weil der ist es ja gewohnt, dass er quasi nur die heiße Abluft bekommt und nicht eine Explosion. Aber wie gesagt, solange ihr das im Rahmen haltet, bin ich der Ansicht, ist das nicht schädlich. So, dann kann man hier noch die Min- und maximale Drehzahl einstellen, ab wann es eben passieren soll. Also wenn ich jetzt hier eben 0 einstelle, dann knallt er halt immer. Wenn ich 1000 Umdrehungen, dann muss ich halt über 1000 Umdrehungen sein, damit er knallt. Das gleiche mit der Geschwindigkeit. Auch hier kann ich einstellen, bei welcher Geschwindigkeit er das eben machen soll. Und so habe ich halt die verschiedenen Möglichkeiten, das Knallen genau auf meine Wünsche einzustellen. Dann gibt's hier die Cold Start Noise Reduction. Das ist der Kaltstart. Viele von euch werden das kennen, wenn ihr eine andere Auspuffanlage habt oder eben andere Downpipes, wird der Kaltstart sehr, sehr laut. Dafür werden euch eure Nachbarn im Regelfall nicht gerade feiern. Und damit könnt ihr eben den Kaltstart rausnehmen, damit das Auto nicht ganz so laut ist. So, dann haben wir hier die Möglichkeit Exhaust Flap Always Open in Sport Mode. Das ist eine Funktion, die ganzen Fahrzeuge, die eine elektronisch gesteuerte oder auch pneumatisch gesteuerte Auspuffklappe haben, die regeln relativ variabel. Gerade bei den neuen M-Modellen, da ist es so, in der Volllast geht die Klappe auf, aber dann in manchen Geschwindigkeitsbereichen bleibt sie trotzdem zu, etc. Und um das quasi zu umgehen, habe ich hier diesen Haken, den ich setzen kann. Schalte ich auf Sport, ist die Klappe immer offen, egal in welchem Drehzahl, egal in welchem Geschwindigkeitsbereich. Startup Roar ist eine Funktion, das haben die M-Modelle eigentlich Serie. Ist, wenn ich das Auto starte, dann gibt er einmal kurz Gas und macht ein bisschen mehr Drehzahl. OPF Delete ist, denke ich, auch selbsterklärend, ist bei mir jetzt hier angehakt, weil kein OPF mehr verbaut. Wenn ihr den eben nicht mehr verbaut habt, ist es genauso wie bei den Downpipes. Das Auto würde normalerweise eine Fehlermeldung setzen. Beim OPF ist es sogar so, dass er in Notlauf geht. Und das wird eben damit unterdrückt mit dem Haken. So, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Drehmoment je Gang einzustellen. Das ist eine Funktion, die gerade bei Viertelmeile-Fahrzeugen gerne benutzt wird oder generell Track Racing Veranstaltungen. Wenn
Wenn ihr jetzt ein Auto habt mit 550, 600, wegen mir 700 PS, dann wird das Auto im Regelfall 700 PS im ersten Gang nicht auf die Straße kriegen, fast egal, was für Reifen ihr habt. Und hiermit könnt ihr dann halt sagen, ich will im ersten Gang nur 50% Leistung, weil genau die 50% bekomme ich auf die Straße und will dann aber erst im dritten Gang die volle Leistung. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit einzustellen, wenn wir andere Zündspulen verbaut haben. Da gibt es momentan 2 verschiedene Hersteller, die unterstützt werden. Da werden wir vielleicht bald auch bei uns im Shop noch was listen. Ja, braucht ihr nicht, wenn ihr keine anderen Zündspulen verbaut habt. Wenn ihr die halt verbaut, müsst ihr das hier auswählen. Und wir haben noch die Möglichkeit, den Flash-Counter auf 1 zurückzusetzen. Müsst ihr im Regelfall auch nicht machen. Ich müsste mal MHD fragen, vielleicht können wir das irgendwo nochmal einblenden, warum genau das hier als Option mit drinne steht. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass BMW, wenn die sehen, euer Flash-Counter ist auf 7, dann wissen die genau, was los ist. Wenn man ihn vielleicht hiermit zurücksetzt, sehen sie es nicht sofort. Da aber trotzdem die Info, weil auch das fragen viele von euch. Wenn die es sehen wollen, sehen sie es immer. Also die können, wenn ihr sagt, ich brauche die Garantie von meinem Auto, dann solltet ihr einfach aufs Flashen verzichten, weil habt ihr einen Motorschaden und BMW prüft das, dann finden sie es auch, wenn sie es finden wollen. Das heißt nicht, dass jeder Fall quasi so ausgeht, aber diesem Risiko, dem müsst ihr euch einfach bewusst sein. Ja, wenn ihr das dann gemacht habt, eure Flash-Optionen so ausgewählt habt, dann könnt ihr hier oben einfach zurückgehen, ihr müsst nichts speichern und könnt halt jetzt hier auf Map Flashen drücken. Mittlerweile ist die Zündung wieder ausgegangen, ich mache die mal wieder an und flash jetzt einfach mal die Map. Wie hier unten steht, es wird empfohlen, ein Batterieladegerät anzuschließen. Wenn ihr das erste Mal flasht, dann dauert dieser Flash länger. Gerade bei der E-Serie mit dem orangen Adapter, der ist ein bisschen langsamer, da dauert es, glaube ich, so 10 Minuten. Da solltet ihr auf jeden Fall ein Ladegerät anklemmen. MHD empfiehlt es, und das ist auch richtig, auch bei jedem Flash. Meine Erfahrung oder unsere Erfahrung sagt, so ein Flash jetzt mit dem schwarzen Adapter, zeige ich euch gleich, dauert, keine Ahnung, 20 Sekunden. Wenn eure Batterie jetzt nicht defekt ist, dann kann die das ab, dann braucht ihr eigentlich kein Ladegerät. Aber es wird halt empfohlen, weil Hintergrund ist folgender: Wenn eure Voltzahl unter 12 Volt geht, dann kann es sein, dass manche Steuergeräte damit nicht mehr klarkommen und dann kann es halt dazu führen, dass euer Flashvorgang abbricht. So, ich sperre wieder das Display. Immer wenn ich die Zündung anmache, geht es wieder ein und drücke jetzt einfach mal hier auf Map Flashen. Ganz wichtig, jetzt gehen hier erstmal alle möglichen Motorkontrollleuchten an. Das ist völlig normal, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ganz wichtig, wenn ihr jetzt die Tür offen habt und den Flash startet, dann lasst sie offen. Wenn ihr, keine Ahnung, irgendwie die Klima anhabt, dann lasst sie halt an, macht sie nicht während dem Flashen aus, weil das kann dafür sorgen, dass die Steuergeräte irgendwie durcheinander kommen. Also einfach in dem Zustand, in dem ihr den Flash startet, lasst bitte das Auto auch so, öffnet keine Tür, klappt keine Sonnenblende runter oder ähnliches. So wie ihr jetzt hier gesehen habt, zeigt er dann an, wie lange der Flashvorgang noch dauert. Startet dann einmal das Steuergerät, also die DME, das ist die digitale Motorelektronik. Ich glaube, das ist eine deutsche Abkürzung. Dann löscht er nochmal alle Fehler, weil wie gesagt, es kommen beim Flashen alle möglichen Fehler. Und jetzt sagt er eben schon, dass der Flashvorgang erfolgreich war. Also das war jetzt alles. Wie gesagt, wenn ihr es zum ersten Mal macht, dauert es ein bisschen länger. Da am besten einfach Batterie anklemmen. Alle weiteren Flashvorgänge gehen sehr schnell. Das zeigt er euch aber auch an. Also das heißt, wenn es ein langer Flash ist, dann steht auf dem Button Map Flashen, steht eben auch Long Ride. Und dann wisst ihr, okay, da sollten wir vielleicht ein Ladegerät anschließen. Gut. Genau, Multimap. Wenn ihr Multimap flasht, dann ist es, glaube ich, auch ein Long Ride. Das können wir uns gerade nochmal anschauen. Das müsste jetzt hier auch stehen. Okay, ist auch kein Long Ride. Aber wie gesagt, teilweise, ich glaube, wenn ihr noch nicht auf der neuesten Version von MHD seid, dann ist es teilweise ein langer Flash. Ja, damit ist eigentlich die Geschichte, was die MHD OTS Maps angeht,
aus meiner Sicht umfangreich erklärt. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, stellt die gerne unten drunter. Wenn wir merken, dass zu dem Thema generell noch ganz viele Fragen offen sind, können wir auch noch mal ein Nachfolgevideo machen. Weil das Ziel ist es schon, mit diesem Video hier ein Video zu erstellen, was wirklich alle Fragen beantwortet und euch einfach einen guten Guide gibt, den ihr euch einmal anschaut und dann eigentlich alles wisst. Zum Reiter Tune. Es gibt hier noch die Möglichkeit, eine JB4 Backend Map zu flashen. Das ist einfach, JB4 ist ein Zusatzsteuergerät, was ihr in euer Auto einbinden könnt. Und wenn ihr jetzt möchtet, dass ihr trotzdem auf dem Steuergerät eine passende Map zu der JB4-Box fahren wollt, dann könnt ihr das darüber machen. Das ist aber im Regelfall, also ich glaube, JB4 ist nicht mehr so beliebt und wenn, kann man es auch alleine fahren. Deswegen ist das, denke ich, jetzt keine beliebte Option. Was dann wichtiger ist, ist halt das Thema Custom Map. Zum Beispiel, wenn ihr von uns eine Track Map bekommt oder eben auch von uns eine für euer Auto individuell erstellte Map. Da können wir euch unten mal verlinken in der Infobox die Artikel dazu. Dann könnt ihr euch da nochmal durchlesen, wie das damit abläuft, um da so ein bisschen Infos zu bekommen. Dann macht ihr das eben über diesen Reiter. Sieht genauso aus wie alles andere. Wenn ihr hier drauf geht, dann kommen die Ordnerstrukturen. Dann wählt ihr hier eben eure Map aus. Die müsst ihr auf euer Handy runtergeladen haben. Ich wähle jetzt mal hier unsere Track Map aus. Und dann kommen halt hier jetzt wieder die Flash-Optionen, genau wie ich sie eben erklärt habe. Und ihr könnt jetzt flashen. Ich flash jetzt mal nicht, hat jetzt keinen Mehrwert für uns. So, dann haben wir den Reiter Stock. Der Reiter Stock ist eigentlich dazu gedacht, wenn ihr das Auto zum TÜV gebt und ihr wollt eben die Leistungssteigerung entfernen oder zum Händler oder aus irgendwelchen anderen Gründen wollt ihr MHD komplett deinstallieren, dann könnt ihr hier oben Flashe zurück auf Serie. Das bedeutet dann, ihr flasht MHD komplett runter. Es ist kein MHD mehr vorinstalliert. Es ist also nicht eine Stage 0 mit MHD vorinstalliert, sondern MHD ist komplett weg. Wenn ich jetzt hier mal drauf gehe, dann werden wir hier auch sehen, dass es hier ein langer Flash ist, der länger dauert, logischerweise, und damit eben es erforderlich macht, ein Batterieladegerät anzuschließen. Oder es wird auf jeden Fall empfohlen. So, und dann könnten wir aber auch noch nur Stage 0 flashen. Das ist jetzt dasselbe, als wenn ich hier über den Tune-Reiter gehe und da auf MHD-Maps klicke. Dann bleibt MHD vorinstalliert, der Mapwechsel geht halt schnell, ihr bleibt aber trotzdem auf Serienleistung. Und was es dann hier noch gibt, eine aktualisierte OEM-Datei. Das ist eine Funktionalität, die braucht ihr zum Beispiel für den Custom-Mapping-Prozess. Wenn wir eine für euch individuell abgestimmte Map schreiben, dann fangen wir mit der Basisdatei von eurem Auto an. Und die könnt ihr hierüber eben generieren und uns dann schicken. Also das heißt, da könnt ihr jetzt hier draufdrücken. Dann verbindet sich das Auto einmal damit. Und der merkt dann automatisch, welche Version ist drauf und sagt dann hier, wo eben diese Datei gespeichert wurde. Und diese Datei könnt ihr uns dann schicken, damit wir damit loslegen. Ansonsten ist hier in dem Stockreiter eigentlich nichts weiter zu erklären. So, dann machen wir mit dem Monitorreiter weiter. Ich mache jetzt mal wieder die Zündung an. Die stellt sich zwischenzeitlich immer mal wieder aus. Also da bitte drauf achten, wenn ihr mit einem Flash anfangt, dass halt die Zündung auch eingeschaltet ist, um da keinen Fehler zu verursachen. Und auch wieder darauf achten, dass das Datendisplay verriegelt ist. So, der Reiter Monitor. Auch hier könnt ihr über das Lizenzpaket sagen, ich möchte nur dieses Monitormodul kaufen. Macht aus meiner Sicht keinen wirklichen Sinn, weil es ist auch so, diese Monitorfunktion, also das ist eine Funktion, womit ihr fast alle Parameter aus eurem Motorsteuergerät mitschneiden könnt oder ansehen könnt und mit Hilfe dieses Mitschnitts eventuell Fehleranalysen durchführen könnt. Und klar, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt ein Serienauto und wollt das Monitormodul nutzen, um eine Fehleranalyse zu machen, dann macht das vielleicht schon Sinn. Dann ist es durchaus auch legitim, eben nur die Monitorlizenz zu kaufen. Allerdings müsst ihr wissen, das Logging-Feature ist nur 100% vollständig. Also es können alle Parameter nur dann abgedeckt werden, wenn ihr auch MHD auf eurem Auto installiert habt. Manche Parameter sind eben erst so richtig definiert, dass sie von MHD mitgeschnitten werden können, wenn MHD auf eurem Auto installiert ist, wie jetzt hier bei mir. So, hier ist es grundsätzlich so, hier gibt es 2 oder 3 Funktionen eigentlich.
einmal das Data Logging. Also das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich eben das Data Logging einschalten. Dann sehe ich halt diesen Screen. Hier kann ich jetzt auch verschiedene Parameter auswählen. Also ich kann jetzt hier sagen, Ethanol-Content. Ich kann hier noch, keine Ahnung, wie ihr hier seht, alles Mögliche. Ja, Zündung, Drehmomentlimiter, bla bla bla. So, dann gehen wir mal zurück. Wir haben hier den Haken, den könnt ihr setzen oder nicht. Wenn der Haken gesetzt ist, schneidet das Auto, also ihr setzt dann quasi den Haken, drückt dann hier drauf, um im Logging-Modul zu sein. Und dann seht ihr hier oben schon, hier steht bereit. Das bedeutet jetzt, sobald ich Vollgas gebe, fängt das Handy an, den Log mitzuschneiden. Wenn ihr das nicht möchtet, weil ihr zum Beispiel im Stand was analysieren wollt oder eben in der Teillast, dann nehmt ihr den Haken raus, geht wieder ins Logging rein und könnt dann hier oben manuell den Log starten. Hier bei Starte Loggen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann fängt er eben an mitzuschneiden. Jetzt gerade schneidet er nichts mit, weil das Auto nicht läuft. Oder er kann nichts mitschneiden, weil Auto läuft nicht. Werte sind alle auf 0 sozusagen. Und dann kann ich halt hier wieder Stopp und dann meldet er mir auch, dass der Log unter einer Datei gesichert wurde. So, jetzt habe ich hier noch die Option. Und zwar kann ich hier Anzeigen einstellen, welche Formate möchte ich haben, die für uns eigentlich Standard oder das etablierte Format ist PSI, also es werden Ladedrücke in PSI gemessen, nicht in bar. Das hat sich von den Amerikanern quasi bei uns eingeschlichen durch MAD, kmh, weil kmh benutzen wir trotzdem und halt Grad. Man kann auch Fahrenheit benutzen. Das kann man hier halt alles einstellen, wie man es möchte. Wie gesagt, für uns hat sich PSI, kmh und Grad eigentlich so durchgesetzt. Dann haben wir hier Anzeigen-Layout. Ich persönlich stelle es immer auf 2x4. Das ist jetzt, wenn ich jetzt hier 3 einstelle, nur um das mal zu zeigen, ich gehe zurück, rufe mein Data-Logging wieder auf, dann sehe ich halt nur noch 3 dieser Anzeigen. Jetzt stelle ich das wieder auf 2x4. Das finde ich persönlich am besten. Ja, hier haben wir dann noch verschiedene Styles, die wir einstellen können, wie quasi diese Anzeige aussehen soll. Ihr habt ja eben gesehen, das waren so Rundinstrumente wie so ein Drehzahlmesser. Das kann man halt hier einstellen. Ich kann jetzt hier auch noch einstellen, wie er loggen soll. Das steht zum Beispiel gerade auf MPH. Das stelle ich mal um. Also das ist auch wieder, ich kann quasi einstellen, was zeigt er mir an. Soll er mir kmh anzeigen? Kann aber dann in MPH loggen. Also wenn ich mir dann den Log nochmal angucke, wäre da MPH. Dann gibt es hier einen Schaltblitz. Wenn ihr jetzt das Handy hier irgendwo hinhängt, dann blinkt das Handy so weiß, wenn ihr im Logging drinne seid, dass ihr schalten sollt. Dann hier Gauge Peak Hold Time. Das bedeutet, ich zeige das nochmal kurz, wenn ihr hier diese Rundinstrumente, nenne ich sie mal, seht, das Rundinstrument speichert den Maximalwert in ganz rechts. Also quasi, wenn jetzt ein Wert ausschlagen würde, würde er den speichern. Und mit dieser Einstellung, die wir eben gezeigt haben, können wir einstellen, wie lange er den Maximalwert dort anzeigen soll. Also er steht jetzt hier eben auf 10 Sekunden. Wir können ihn jetzt hier mal auf 30 hochsetzen. Dann Minimal Pedal for Alerts. Das ist eben, wie viel Gaspedalstellung soll ich eben haben, dass er anfängt zu loggen zum Beispiel. Genau, nee, stimmt nicht, sorry, das mit dem Loggen ist Blödsinn, das merkt ihr automatisch. Ich kann hier einstellen, dass mir das Handy eine Warnung meldet, akustisch, wenn ein Wert unter einem eingestellten Schwellenwert ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt will, ich bin jetzt gerade an der Grenze von der Leistung meines Benzinsystems und sage halt, es könnte sein, dass bei der Leistung jetzt mein Raydruck einbricht und das würde halt einen Magerlauf verursachen, dann kann ich hier in MHD sagen, wenn der Raydruck unterhalb von, keine Ahnung, 2000 PSI ist, dann melde dich eben. Genau, und dann können wir halt noch Overall, Min und Max einstellen. Das können wir uns auch gleich nochmal angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht. Genau, dann sehen wir halt hier unten rechts überall die Mindestwerte. Jetzt steht hier eben überall 128 zum Beispiel Torque Limit. Wenn das jetzt ausschlägt, würde er halt die ganze Zeit die Min- und Max-Werte anzeigen. So,
das sind die Optionen hier oben. Die hätten wir dann damit einmal durchgegangen. Und was wir jetzt hier unten noch machen können, hier haben wir halt die ganzen Channel, die wir mitloggen können. Wir werden, denke ich, nochmal ein gesondertes Video machen. Hatte ich schon ein paar Mal gesagt, wo wir auf das Logging detaillierter eingehen. Was sagen die ganzen Channel aus? Wo sollte man vielleicht drauf achten, wenn man sich so einen Log anschaut? Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das machen wir aber nochmal. Wichtig hier, also zum Beispiel, wie man sieht, kann man hier das Accelerator Pedal Position kann man nicht rausmachen, weil, wie wir hier sehen, das zeigt jetzt schon an, ist eben für das Autologging relevant. Also das ist jetzt hier die Gaspedalposition, weil ich habe ja gesagt, wenn ich Autologging einschalte und ich gebe Vollgas, merkt er das und fängt an, den Log mitzuschneiden. Was nur hier ganz wichtig ist, ihr könnt jetzt je nach Auto mehr oder weniger Parameter auswählen. Es kommt halt drauf an, die schwarzen Adapter können ein paar mehr Parameter. Allerdings, wenn ihr alle Parameter auswählt, das geht, glaube ich, hier bei einem F-Serie-Modell, dann wird die Abtastrate je Parameter ein bisschen kleiner und dadurch verliert ihr quasi Genauigkeit. Das heißt, ihr solltet nicht einfach stur alle Parameter auswählen. Wenn ihr wirklich was analysieren wollt, dann wählt halt genau diese Parameter aus, die für euch relevant sind. Ansonsten, wenn ihr eine Custom Map macht, braucht ihr auch diese Logging-Funktion. Dann sprecht das einfach mit eurem Tuner ab, welche Parameter für ihn relevant sind. Ja, ansonsten gibt's dann hier noch die Log-Einzeigen-Funktion. Wenn eben der Log gespeichert wurde, dann könnt ihr hier den Ordner auswählen. Der ist normalerweise automatisch auf dem Ordner ausgewählt, wo er die Logs ablegt. Also die App legt ja die Logs ab als Datei und könnt ihr euch dann hier quasi anzeigen lassen. Also das heißt, ich gehe jetzt hier drauf und jetzt sehe ich hier alle Parameter, die kann ich ein- und ausblenden und kann hier einfach in der Übersicht eben schauen, wie verhalten sich die Parameter. Wie gesagt, das würden wir nochmal gesondert erklären, was wir hier uns so anschauen, welche Parameter aussehen sollten, etc. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber hier kann man dann relativ schnell und gut etwas analysieren. Ich empfehle euch, wenn ihr das noch besser sehen wollt, dann zieht euch diese CSV-Dateien, wie ihr seht, haben die alle CSV als Endung, auf euren Rechner und ladet die bei datazep.me hoch, weil da sieht das noch etwas schöner aus. Ja, damit ist eigentlich die MHD-App komplett erklärt. Ihr habt hier noch die Möglichkeit Send Debug Files. Wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, könnt ihr MHD schreiben. Bei Fragen könnt ihr natürlich in gewissem Rahmen auch uns schreiben. Wir versuchen euch da schon zu helfen, müssen halt manchmal auf MHD verweisen, weil letztlich ist es nicht unsere App, aber wir versuchen euch zu helfen. Und ihr habt hier auch nochmal den User Guide, den ihr hier ansehen könnt. Da steht nochmal alles drin, was ich eben erklärt habe. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz die Datenbank einblenden, welche Funktionen es für welches Fahrzeug gibt. Die steht hier auch in der Anleitung irgendwo drinne. Weil wir haben ja jetzt die ganzen Optionen erklärt, die es beim S55 gibt. Es gibt aber bei den anderen Modellen noch mehr Funktionen. Und das würde ich jetzt nochmal so ein bisschen ich will nicht sagen Schnelldurchlauf, aber vielleicht nicht ganz so ausführlich, wie ich es eben erklärt habe, erklären, was die Funktionen machen. Und zwar, also das, was ihr jetzt hier seht, könnt ihr, wie gesagt, über diese Flash-Option im Flash-Menü einstellen. Wenn hier der Punkt ist, dann bedeutet das, dass diese Flash-Option bei dem Motor unterstützt wird. Wie wir jetzt sehen, zum Beispiel die erste, lineares Gaspedal, die wird halt beim S55 nicht unterstützt, als Beispiel. Lineares Gaspedal, also Linear Throttle, bedeutet, dass die Drosselklappe genau in dem Winkel öffnet, wie viel ihr das Gas drückt. Bei den Fahrzeugen, wo das eben eingestellt werden kann, ist es so, wenn ihr 50% Gas habt, ist die Drosselklappe meist schon 100% offen. Das wird dann eben zurückgesetzt, sodass 100% Gaspedal auch wirklich 100% Drosselklappe ist, beziehungsweise 50% wirklich 50%. Throttle Sensitivity, damit könnt ihr einstellen, sozusagen das, was mit dem Gaspedal eben gemeint war, könnt ihr hier mit einstellen. Also wie empfindlich reagiert die Drosselklappe auf den Gaspedal-Input. Minimum Drehzahl, das ist, wenn ihr ein Einmachschwungrad verbaut habt oder generell irgendwelche Modifikationen, die euer Auto im Stand nicht so wirklich gut laufen lässt, könnt ihr hiermit die Standdrehzahl anheben. OEM Cutted Downpipe, das hatte ich euch auch schon eben erklärt, ist die Möglichkeit eben zu sagen, ich habe wirklich eine originale Downpipe und ich möchte, dass weiterhin dieser Readiness gemessen wird. VMAX Delete hatte ich erklärt, Exhaust Burble
hatte ich erklärt, Cold Start Delete hatte ich erklärt, Exhaust Flap Open hatte ich erklärt, Startup Raw hatte ich erklärt, OPF Delete hatten wir, Boost per Gear, beziehungsweise Torque per Gear. Wir hatten, glaube ich, das Torque per Gear hatten wir erklärt, genau, also das Drehmoment. Wir können halt bei manchen Autos das Ganze nicht auf Drehmoment basiert machen, sondern auf Ladedruck basiert. Ist aber dann im Prinzip klar, Drehmoment setzt sich nicht nur aus Ladedruck zusammen, aber der Effekt oder die Idee dahinter ist die gleiche wie beim Drehmoment. Dann kommen hier ein paar Funktionen, die hatten wir jetzt eben nicht. Kickdown Prevention, das ist einfach bei Automatikautos, kann ich einstellen, also hier beim N54, N55, dass er, wenn ich das Gaspedal durchdrehe, den Kickdown mache, trotzdem keinen Kickdown macht. Das kann halt, also viele nervt es halt, wenn du Kickdown machst oder zum Beispiel, wenn du einen Lock machen willst, dann solltest du eher keinen Kickdown machen, weil dann schaltet er einen Gang runter, sondern wir wollen ja im Lock zum Beispiel von Drehzahl Keller bis Drehzahl Maximum schön den Drehzahlbereich sehen und dann brauchen wir den Kickdown nicht. Shiftbox Fix, das ist eine Einstellung, die nur für den N54 relevant ist. Der hat so eine Funktionalität, dass ich, wenn ich hochdrehe und dann schalte, dann baut der manchmal nicht sofort wieder Ladedruck auf. Das ist so wie so eine Schutzfunktion und die kann ich hiermit ausschalten. Und ich kann hier zum Beispiel auch bei einigen Modellen beim Handschalter ein- oder ausschalten, dass er automatisch Zwischengas gibt, wenn ich runterschalte. Bei dem Hardware-Support, da gibt's auch verschiedenste Möglichkeiten. Wenn ihr einen anderen Ladedrucksensor verbaut habt, den es bei uns auch im Shop gibt zum Beispiel, könnt ihr das hier einstellen. Wenn ihr andere Zündspulen habt, das hatten wir eben auch. Wenn ihr andere Lambda-Sensoren habt, könnt ihr das hier einstellen. Dann, wenn ihr andere Hochdruckpumpen habt, könnt ihr die auch auswählen. Das ist gerade beim B58 zum Beispiel häufig der Fall. Dann gibt's hier noch die Option, die S55-Modelle, wie hier das Auto zum Beispiel, die können schlau den Wasserkreislauf von eurem Ladeluftkühlsystem regeln. Sprich, wenn ihr auf Sport seid, wird dieses System mehr angetaktet und dadurch wird die Ladelufttemperatur quasi reduziert in dem Moment. Und wenn ihr auf Eco seid, dann spielt das eine nicht ganz so wichtige Rolle, sondern geht es nur um die Effizienz. Und hiermit könnt ihr quasi einstellen, ob ihr eben wollt, dass das System den Ladeluftkreislauf immer voll antaktet, also alles, was geht. So, dann gibt's hier noch Motive Flex Fuel Kit. Flex Fuel haben wir noch ein anderes Video drüber gemacht. Schaut es euch mal an, wenn ihr wissen wollt, was das ist. Das Gleiche, was ich eben erklärt hatte, für diesen Wasserkreislauf, für das Ladeluftsystem, gibt's auch nochmal für das normale Wassersystem. Also auch da gibt es hier zum Beispiel beim S55 die Möglichkeit einzustellen, dass er den Wasserkreislauf immer volles Rohr antakten soll. Und das können wir eben, also diese Funktion, die es quasi in den neueren Modellen gibt, die hat MAD auf die alten Autos N54, N55 übertragen, sodass ihr in den Flash-Optionen sagen könnt, ich möchte aber, dass das Wassersystem immer dauerhaft volles Rohr läuft, um eben volle maximale Kühlleistung zu erreichen. PE Safety ist eine Funktion, die braucht ihr nur, wenn ihr Port Injection habt. Wastegate Rattle Fix, die N54, die neigen dazu, teilweise Wastegate-Rasseln zu haben. Damit könnt ihr die Wastegates vorspannen, um eben das Rasseln zu verhindern oder zu verbessern. Dann gibt's hier noch die Desensibilisierung der Klopfsensoren. Das gibt's nur beim N54, glaube ich, ja. Das braucht ihr nicht, wenn ihr einen Serienmotor habt. Es gibt teilweise eben bei gemachten Motoren die Fälle, dass der Klopfsensor irgendwelche Geräusche wahrnimmt, weil der gemachte Motor lauter ist. Und dann wird's halt notwendig, die zu desensibilisieren. Dann sind wir bei den letzten Optionen. Flash Counter hatte ich euch erklärt. Anti-Lag hatte ich euch auch erklärt. Map Switching ist, denke ich, auch selbsterklärend. Flex Fuel, genau das gleiche. Wie gesagt, schaut da unser Video zum Thema Ethanol an. CAN-Bus, ECA, auch da wieder dasselbe. Overrun Prep, wie auch immer man es aussprechen will, ist nur für manche Motoren verfügbar. Das ist eine Funktion, wenn ihr vom Gas geht, dann macht der so ein, also nicht dieses klassische Börbel, sondern so einen Schlag quasi, so ein Auspuffgeräusch. Müsst ihr euch mal anhören, der M2 N55, der macht das sehr laut. Einfach mal bei YouTube eingeben
Und das könnt ihr halt bei euren anderen Modellen sozusagen hier mit einschalten. Ich will euch jetzt nur einmal noch zeigen, wie ihr den Map-Switch vornehmen könnt. Wie ihr quasi, wenn ihr verschiedene Maps geflasht habt, über die Lenkradfernbedienung die Funktionalität aufrufen könnt. Und dann hätten wir eigentlich alle Funktionen und Optionen eigentlich, würde ich sagen, vollständig erklärt. Okay, jetzt zeige ich euch als letztes noch, wie die neue Funktion MHD Suite Plus genutzt werden kann. Das ist jetzt bei den Autos ein bisschen verschieden. Grundsätzlich ist aber immer die Bordcomputer-Taste, also die hier, BC, oder die Limit-Taste vom Tempomat. Die haben, glaube ich, auch Autos ohne Tempomat. Sind die Tasten, mit denen ich in das Menü reinkomme. Und zwar, wenn ich hier jetzt lange drauf drücke, dann seht ihr, dass die Motorkontrollleuchte jetzt hier einmal blinkt und mein Drehzahlmesser auf 1000 Umdrehungen steht. Das bedeutet jetzt erstmal, das erste Menü, in das ihr quasi als erstes einsteigt, zeigt euch den Map-Switch an. Wir können jetzt hier mit den Tasten hoch und runter die Map auswählen. Bei mir funktioniert das jetzt nicht. Wenn ihr aufgepasst habt und das Video komplett geguckt habt, dann habt ihr gesehen, dass ich nur eine Map geflasht habe. Wenn ihr aber jetzt mehrere Maps hier reinspielt, das könnte zum Beispiel auch euer Custom Tuner oder wir zum Beispiel für euch machen, dann könnt ihr eben hier mit Lautstärke hoch und runter auswählen, welche Map ihr fahren wollt. 1000 Umdrehungen wäre dann Map Slot 1, 2000 Umdrehungen Map Slot 2, 3000 Umdrehungen Map Slot 3. So, für die F&G-Serien gibt es jetzt noch mehr Funktionalitäten. Das, was ich jetzt gezeigt habe, geht also quasi auch für die E-Serien. Für F&G-Serie gibt es noch 2 weitere Funktionalitäten. Wenn ihr jetzt hier weiter auf den Bordcomputer drückt, also quasi einmal kurz, ja, dann seht ihr, die Motorkontrollleuchte leuchtet jetzt zweimal schnell hintereinander. Das bedeutet, ihr seid jetzt, wie gesagt, nur bei F&G-Serie in dem neuen Auspuffklappensteuerungsmodus. Zwar hat MHD neuerdings die Funktion mit integriert, dass ihr nicht nur in diesen Flash-Optionen einstellen könnt, dass die Klappe bei Sport immer offen ist, sondern ihr könnt hiermit jetzt auch noch relativ schnell über die Lenkradfernbedienung einstellen, was die Klappe machen soll. Auch hier ist wieder wie ich gesagt hatte, Motorkontrollleuchte zeigt an, ihr seid in Menü 2. Menü 2 steht für Auspuffklappensteuerung und der Drehzahlmesser zeigt an, welche Einstellung der Auspuffklappensteuerung habt ihr gewählt. Wenn der Drehzahlmesser auf Off steht, dann habt ihr ausgewählt, dass alles wie Serie ist. Also das heißt, die Klappe geht auf und zu wie in der Serie. Jetzt könnt ihr hier mit dem der Lautstärkeregelung oder was ist es? Nee, der Tempomatregelung, Entschuldigung, also links hier hoch und runter gehen und könnt auch da, wie ihr seht, springt jetzt die Auspuffklappe hoch und runter. Was ihr jetzt hier einstellen könnt, ist Off, wie gesagt, alles Serie. 1000 Umdrehungen heißt, Auspuffklappe ist immer offen, egal was ihr macht. Und wie ihr jetzt gerade vielleicht gehört habt, 2000 Umdrehungen bedeutet, dass die Auspuffklappe immer zu ist, mit einer Besonderheit, und das ist ziemlich gut, finde ich. MHD hat es so geregelt, dass wenn du Vollgas fährst, ab einer gewissen Anzahl also einer gewissen Last, öffnet die Klappe trotzdem, auch wenn ich hier in dem geschlossenen Modus bin. Das hat einfach den Hintergrund, dass ein getuntes Auto mit einer immer geschlossenen Abgasklappe ein höheres Risiko hat, einen Turboladerschaden zu erleiden, weil die Auspuffklappe einen Abgasgegendruck erzeugt. Und deswegen möchte ich beim getunten Auto, wenn ich wirklich die ganze Zeit Volllast gebe und in einem großen Lastfenster bin, dass die Auspuffklappe trotzdem aufgeht. Also wie gesagt nochmal, Klappe immer auf, 1000 Umdrehungen, auf Off, Original, Klappe immer geschlossen, 2000 Umdrehungen. Wie ihr hört, regelt die Klappe auch, wenn ich das hier umstelle. Ich stelle jetzt hier wieder auf alles Serie ein.
weil ich die Klappensteuerung auch über mein Display regeln kann. Und dann gibt's noch die dritte Funktion. Auch hier wieder einmal auf den Bordcomputer drücken. Jetzt blinkt die Motorkontrollleuchte dreimal. Und der Drehzahlmesser zeigt mir jetzt hier wieder an, wie viel Ethanol in meinem Tank ist. Das funktioniert natürlich nur, wenn ihr den Ethanolsensor eingebaut habt. Ich habe schon ein paar Mal drauf verwiesen. Schaut euch dafür das Ethanol-Video an. Das heißt, hier könnt ihr jetzt nichts verstellen. Ihr könnt halt nur sehen, wie viel Ethanol bei euch im Tank ist. Dann braucht ihr eben nicht das Handy, sondern könnt einfach schnell da reinspringen, gucken, wie viel Ethanol ist drinne. Und zwar bedeutet 1000 Umdrehungen 10%. Wir sind jetzt hier also bei 5% und so weiter. Also das heißt, 2000 Umdrehungen wären 20%, 30% etc. Maximal wäre dann quasi, das habe ich gerade nochmal nachgelesen, weil ich mir da nicht ganz sicher war, 75% ist das Maximum, was hier der Drehzahlmesser dann anzeigen kann. Wenn ihr sozusagen genau wissen müsst, ob es zwischen 75 und 100% ist, dann müsst ihr halt doch wieder loggen und müsst euch den Parameter in dem Log genauer anschauen. Wenn ihr hier raus wollt aus dem Menü, also aus dem MHD Suite Plus Menü, dann drückt ihr einfach lange auf den Bordcomputer wieder drauf und ihr seht dann, dass der Drehzahlmesser runtergeht. Jetzt hier bin ich ja bei Zündung an. Die Motorkontrollleuchte ist wieder dauerhaft an, weil ich die Zündung eingeschaltet habe. Und ihr seid aus dem Menü wieder raus. Das, was ihr jetzt hier gesehen habt, das könnt ihr übrigens auch während der Fahrt machen. Also ihr könnt dann, wie gesagt, während der Fahrt die Map switchen, die Auspuffklappe regeln oder halt den Ethanolgehalt euch anzeigen lassen. Ja, ich denke, damit haben wir eigentlich den kompletten Funktionsumfang von MHD erklärt. Wie schon erwähnt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn euch noch was fehlt, wenn ihr Fragen habt. Wir können das gerne auch nochmal nutzen, um vielleicht ein Frage-Antwort-Video für MHD zu machen. Das wäre vielleicht eine ganz coole Idee. Ich hoffe aber, es bleiben nicht zu viele Fragen übrig. Und ansonsten lasst gerne ein Abo da. Wir haben jetzt mal geschaut. Bei Tom sind es, glaube ich, 60% ohne Abo, 40% mit Abo. Wir haben 82% ohne Abo. Also von daher drückt mal auf Abonnieren, das würde uns auf jeden Fall freuen. Dann können wir noch viel mehr solcher Videos machen und können mit euch zusammen wachsen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer bis hierhin geguckt hat, habt ihr gut gemacht. Ist auf jeden Fall viel Content gewesen. Aber ich denke, das Video dient auch dazu, so ein bisschen sich vielleicht die einzelnen Funktionalitäten dann anzuschauen mit den Kapiteln, die wir euch einblenden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.